Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Ja, denkt einmal dran, wir haben in Zürich den Stammtisch. Wer noch Bock hat zu kommen, kann mir eine Nachricht schicken. Wird lustig wie immer. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind: Ryanair bestätigt nochmal die Bestellung für die 737 MAX 10er. Eigentlich bestätigt eher Boeing die 737 MAX 10er, aber gucken wir uns genauer an. Dann haben wir ein Thema, was ein bisschen eklig ist. Passagiere von Virgin Atlantic haben in New York etwas Pech mit dem Gepäck und Nase zu halten. Wir haben dann nochmal ein Update zu dem Absturz der AI 171. Da will man sich mit dem Bericht noch nicht ganz so festlegen. Wir haben A380er News bei Lufthansa. Man fängt schon mit den Sitzen an bei der Business Class. Ja, wir werden auch gucken, First Class, ob da Neuigkeiten sind oder eher nicht. Auch haben wir wieder eine Hilton Promotion, ein Update, eine Erinnerung. Und wir haben einen Fall von Avios, wo Konten geplündert wurden mit Hilfe von den Partnern von British Airways, nämlich Iberia, Verschiebung und so weiter. Also da schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, wir gucken uns das Ganze auch nochmal an, was da passiert ist. Das Winter-Upgrade finde ich persönlich am spannendsten von der Lufthansa. Aber lasst uns direkt starten, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, Like dagelassen habt und vor allem auch auf School dann redet. Nein, schreibt und wir kommen dann ins Gespräch. So ist es richtig. Ja, der India-Flug, der Ermittlungsstand jetzt im Juli 2025. Man will sich da nicht ganz festlegen auf das Thema, dass man sagt, das war ein Suizid gewesen. Die Boeing 787 mit dem Abflug von Ahmedabad in Indien und Ankunft dann in Gatwick, London, der ist ja mit 260 Toten ein grauenvoller Unfall. Und die zentrale Frage ist halt wirklich, ob es Sabotage, Fehlbedienung oder halt am Ende ein technischer Defekt ist. Und die NTSB-Einschätzung geht von absichtlicher Abschaltung der Treibstoffzufuhr aus. Das hatte ich ja euch berichtet. Weiter ist es dann der Verdacht, dass der Pilot Monitoring, das war der Captain mit 56 Jahren, sehr viel auch Erfahrung hatte. Der hat halt den Schalter von Run auf Cut-Off gegeben. Es gibt keine Videoaufnahmen, weil im Cockpit keine Videoaufnahmen sind. Wir hatten das ja auch mal besprochen, ob man Videoaufnahmen machen sollte. Aber es gibt einen Voice Recorder. Und da ist man halt in Amerika relativ gesagt, hier, der war's. Die AAIB, das sind die Ermittlungsbehörden in Indien, die haben eine offene Ermittlungsrichtung. Die wollen keine Festlegung auf menschliches oder technisches Versagen machen, kritisieren die internationale Berichterstattung aber als hochspekulativ und vor allem voreilig. Heißt also, dass man da gar nicht da happy drüber ist. Und der Ex-Kapitän R.S. Sandhu wird als 787-Experte hinzugezogen. R.S., weiß nicht, Ranjit, keine Ahnung. Ja, es gibt eine neue Spur, und zwar ein Elektrobrand am Heck mit Fragezeichen natürlich. Das ist also so etwas, weil es einen möglicherweise Hinweis auf einen elektrischen Brand am Heck der Maschine vor dem Absturz gab. Der Heckbereich wurde beim Aufprall abgerissen, also nicht direkt mit der Treibstoffexplosion beschädigt. Und dann ist die Frage, ob die Brandursache, wenn es da eine gab, ob die vor dem Aufschlag, nach dem Aufschlag passiert ist. Und die Datenlage ist halt schwierig, weil der Flugschreiber im Heck beschädigt worden ist, nicht auslesbar ist. Der Datenrekorder vorn zwar beschädigt, aber lesbar ist. Die technischen Theorien, ein elektrischer Fehler vor dem Start könnte falsche Sensorwerte erzeugt haben und einen automatischen Abschaltbefehl ausgelöst haben. Und damit ist es so, dass man sich bei den Innern mit einer Aussage zurückhält. Und das klingt natürlich auch ganz, ganz anders als das, was permanent durch die Medien geistert, dass es ein Suizid war. Für mich klang das so, wenn man die Nachrichtenlage gelesen hat, als ob das schon ein Done Deal ist, dass man sagt, ja, das war bei ihm so. Und da muss man jetzt ein bisschen vorsichtiger sein und ein bisschen aufpassen in meinen Augen, dass man vielleicht doch nicht so voreilig ist. Und ich muss mich da auch einbeziehen. Heißt also, dass man dort
ja, den möglichen Systemfehler als Problem sieht. Und das wäre natürlich dann am Ende für Boeing ein Riesenthema. Ne? Also das muss man dann ehrlicherweise sagen, dass das natürlich der Super-GAU ist für Boeing. Und da kommen wir dann zum nächsten Thema mit der 737 MAX 10. Das ist natürlich auch ein Super-GAU. Warum? Weil Ryanair hat ja 150 Boeing 737 MAX 10er bestellt, plus Auktion auf weitere 150, also 300 Buden. Und die ersten Flieger sollen jetzt in 2027 wirklich ausgeliefert werden. Und wir wissen immer noch, dass die Zertifizierung ja ein Thema ist. Und das Zulassungsverfahren zieht sich ja weiterhin. Und Boeing hat halt jetzt schriftlich bestätigt, dass die Lieferungen wie geplant erfolgen sollen. Ryanair-Chef sieht das Modell als zentral für das Ziel von 300 Millionen Passagieren jährlich bis 2034. Und man hat aber einen Plan B bei Verzögerungen, halt, falls sich die 737 MAX 10 wegen der fehlenden Zulassung verzögert, will man kurzfristig weitere 737 MAX 8-200 bestellen. Das ist immer noch eine MAX 8, aber man hat halt hier gesagt, dass man, also einmal hat man den Namen ein bisschen angepasst, weil man da nicht mehr 737 MAX 8 oder sowas haben wollte. Und es hat die Sonderversion für Ryanair, wenn man so will, mit der Treppe vorne und alles. Ja, die Kritiker zweifeln halt an der Realität der Lieferzusage, weil wir wissen ja alle, solange die FAA den Stempel nicht gemacht hat, und das ist wohl auch der Grund bei Lufthansa, warum die Allegris-Sitze in der 787 nicht freigegeben sind, weil die Stempel dauern und angeblich sind die Stempel bereit zu stempeln, aber es dauert halt so lange, weil der lustige Donald halt die Hälfte der Leute rausgeschmissen hat. Und auch wird es so sein, dass man die veraltete Technik der Flugzeuge bemängelt. Gleichzeitig wird angemerkt, dass sie zwar gut genug ist, um die Effizienzziele von Ryanair zu erreichen, aber es geht halt so eine Diskussion, ob Ryanair dort eine wirtschaftliche oder eine politische Entscheidung trifft. Und Ryanair hat große Hoffnungen auf die MAX 10, bleibt aber pragmatisch und bleibt halt eine Umverteilung auf bestehende Modelle, falls Boeing nicht liefern kann. Der Flottenaufbau ist natürlich eng mit Ryanairs ambitionierter Wachstumsstrategie verknüpft und ohne die MAX 10 kann man die 300 Millionen Passagiere, die man in 2036 haben möchte, nicht erreichen. Also da gibt es dann halt ein Dilemma. Ihr könnt ja schreiben, und glaubt ihr, dass die 737 MAX 10 wirklich kommt oder eher nicht, ob das eher sowas ist, wo man sagt, da träumt einer aber ganz, ganz tief. Wer nicht geträumt hat, das waren die Passagiere am Flughafen JFK. Bei dem Thema, bei dem Ekelvorfall mit Virgin Atlantic Passagieren ist es so, dass am Terminal 4 in New York der Flug VS9, das ist London, New York, am 14. Juli, also letzte Woche Montag, eine 350-1000, Kennung Golf, Victor Echo, ein olfaktorisches Erlebnis hatten. Und nach Ankunft am Gepäckband wartete eine unangenehme Überraschung. Ein bestialischer Gestank lag in der Luft, bevor die Koffer sichtbar wurden. Mehrere Gepäckstücke waren mit einer schlammigen, übelriechenden Flüssigkeit bedeckt. Erste Vermutung waren menschliche Exkremente. Der Geruch war laut Zeugen extrem und gerade auch bei Hitze oder sowas, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich möchte das auch nicht. Laut Flughafenbetreiber kein Fäkalunfall, sondern Ablagerung aus einem defekten Rohr einer Küchenspüle mit Speiseölresten, was es auch nicht besser macht. Und es hat keine Verbindung zur Kanalisation laut JFK IAT. Und Virgin Atlantic Mitarbeiter, und das muss man dann auch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen, verteilten Plastiksäcke. Ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug überhaupt noch haben wollen würde. Einige Passagiere erhielten 150 Pfund Entschädigungsgutscheine. Und die Flughafenpolizei musste auch beruhigend eingreifen. Und ja, sieht man halt, wie so eine technische Störung unangenehme Folgen hat in der heutigen Zeit. Und ich will mir das gar nicht ehrlicherweise vorstellen. Ihr könnt ja dazu schreiben, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet, wie ihr das olfaktorisch seht. Aber ich denke mal, dass es, also $150, sorry, aber also ich weiß nicht, also ich hoffe, also ein Remover-Koffer ist dicht. Ja, den kannst du einfach abspritzen, Kercher, ne, ist dann fertig. Aber wenn du da so einen Koffer hast, der so Textil oder was ist, wo das dann einzieht,
Also das würde ich. So, also schreibt, was ihr dazu denkt. Ein Thema, zu dem ihr auf jeden Fall schreiben werdet, was ihr denkt, und ich bin da sehr gespannt auf das, was ihr schreibt, das ist das Lufthansa A380 Upgrade, was jetzt kommt, und zwar die Business Class. Die Business Class wird verbessert, es wird eine 1:2 Konfiguration geben, heißt also jeder Platz hat einen Gangzugang und ist damit auch ein Gangplatz. Es ist halt der Sitz, der auch bekannt ist aus der A350-Flotte bei Qantas oder Delta. Es ist ein 10 Jahre alter Sitz, der Thomson Vantage XL. Es ist ein kompletter Austausch der bisherigen Business-Class-Sitze. Und die erste umgerüstete A380 soll ab 2026 auf Linie wieder gehen. Und Business-Suiten sind in der Reihe 1 möglich. Optionen auf Schiebetüren sind offen. Heißt also, die Schiebetüren bleiben offen, weil es werden die gar nicht eingebaut werden, bis auf wahrscheinlich die erste Reihe, damit man so ein bisschen allegres Gefühl kriegt. Ich persönlich wäre ein Freund von geschlossenen, aber in der Economy Class gibt es auch neue Monitore mit besserem In-Flight Entertainment. 7 von 8 A380er sind auch damit schon ausgerüstet. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist mit der Lackierung, weil es gibt, glaube ich, 3 mit der neuen Lackierung. Und dann noch 5 mit der alten Lackierung, die werden alle umlackiert bis 2028. Und da die Flugzeuge natürlich immer nur Step by Step aus dem Umlauf rausgenommen werden können. Und jetzt fragt ihr natürlich, warum keine Allegris? Ja, also Allegris ist eine aufwendige Zertifizierung und das wäre für den 380er, wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Der Thomson Vantage ist, also XL-Sitz, ist ja schon für den 380er zertifiziert und ist sofort lieferbar. Und ermöglicht auch eine schnellere Umsetzung, ist von der Stange, ist auch günstiger und ist halt wirklich ein Sitz, der bei den Passagieren sehr gut ankommt. Also da gibt es, auch mich eingeschlossen, ich muss sagen, ja, geiler Sitz, ist top. Zwar 10 Jahre alt. Man könnte jetzt natürlich auch ganz bösartig sagen, ja, man will da keine Schiebetür einbauen, man will nicht irgendwelche anderen Sachen machen, weil der Sitz vielleicht dann besser ist als Allegris. Kann man ja so sehen. Aber es ist halt so, wie es ist, und ich bin froh, dass wir die alten Sitze da wegbekommen, die Füße-Sitze. Und jetzt ist es so, dass die Flüge natürlich die 80er langfristig Teil der Lufthansa-Flotte bleiben bis in die 2030er Jahre, werden weiterhin in München natürlich gebased sein, sollen also nicht nach Frankfurt kommen, und es soll halt wirklich auch die Premium-Passagiere wieder ansprechen. Und Premium-Passagiere heißt natürlich auch First Class, aber bei der First Class im Moment wird nichts gemacht, bei der First Class wird auch nichts erneuert, bei der First Class wird es so bleiben, wie es ist. Und ihr könnt ja schreiben, ob ihr da mehr erwartet hättet oder ob ihr jetzt sagt, ich fliege jetzt Business Class, weil der First Class Sitz überzeugt mich nicht so sehr. Und ja, wenn man sich dann auch Kommentare anguckt, ist es halt so totgesagte Leben länger, klar, 380er, ne? Aber die neue Business Class ist der Allegris teilweise überlegen. Und der andere Kommentar, den ich aufgeschrieben habe, vielleicht mit Türen, dann wird es ein echter Coup. Und da muss ich euch ehrlicherweise sagen, ja, ich kann das verstehen. Ich wäre mal interessiert und gespannt, wie ihr das seht und wie ihr das thematisiert mit dem Sitz, ob ihr eine Schiebetür haben wolltet oder nicht und ob wirklich die Lufthansa das macht, damit man kein besseres Produkt hat als die Allegris. Das wäre natürlich dann ein Thema. Wir haben ein Thema mit dem Diebstahl von Punkten, das passiert öfter, und jetzt ist es so, dass Avios-Diebstahl bei British Airways passiert mit Schwachstelle bei Iberia, und zwar zahlreiche British Airways-Mitglieder berichten, dass ihre Avios-Konten geleert wurden, teils mit über 800.000 Avios-Punkten als Verlust. Die Betrüger erstellen unter fremden Namen ein Iberia-Konto, verknüpfen es mit dem Iberia-Account des Opfers, dann werden alle Avios in das Iberia-Konto transferiert. Und die Opfer erhalten keine Warnung oder Bestätigungs-E-Mail. Stattdessen fluten die Täter das E-Mail-Postfach des Opfers mit Spam, um die Transferbestätigung zu verstecken. Und die Schwachstelle ist eigentlich, sollte natürlich, wenn eine Verknüpfung mit British Airways und Iberia nur mit übereinstimmenden Daten möglich sein. Offenbar umgehen die Betrüger diese Schutzmechanismen oder sie haben Hilfe von innen. Also das heißt, dass outgesourcete Mitarbeiter oder irgendjemand Zugang zu dem System hat, der dann einem diese Daten gibt, und dann kann man das machen. Und es gibt halt auch keine Zwei-Faktor-Autorisierung für diese Art von Transfers. Was sollte man tun? Man sollte sofort das BA und das Iberia-Konto verknüpfen. Wenn ein Konto bereits verknüpft sind, kann niemand anders dies erneut tun. Und das ist halt wirklich der effektivste Schutz.
Auch solltet ihr auf unangenehme Spamfluten nicht reagieren und ihr solltet aber achten, wenn das passiert, dass das irgendwas ist, was ein Ablenkungsversuch ist. Das heißt also, dass man euch halt mit Sachen ganz bewusst bombardiert und ganz bewusst zuspammt, damit ihr da nicht den Fokus drauf habt. Ihr solltet auch das Passwort ändern, starke unterschiedliche Passwörter für BA, Imberia, aber auch für euren E-Mail-Account. Und dann natürlich sofort, wenn das passiert ist, bei BA anrufen und dort dokumentieren, Screenshots. Warum British Airways uns nicht davor warnt, kann ich euch auch nicht sagen. Denn nach erkennbaren Sicherheitsverbesserungen durch BA, Iberia und die IHG ist es so, dass die Community natürlich da nicht ganz happy ist, obwohl man es verbessert hat. Aber Zwei-Faktor-Autorisierung sollte in meinen Augen Standard sein. Ich bei Finnair musste das ja auch alles autorisieren und machen und tun. Fand ich relativ gut. Und es ist halt wirklich eine Schande, dass Fluggesellschaften bei solchen Datensachen so, wie soll man es sagen, spärlich umgehen mit Konsequenzen beziehungsweise spärlich mit Schutz umgehen und das gar nicht anerkennen. Warum man nicht da so eine Art SMS, WhatsApp oder whatever Funktion auch einbauen könnte, dass man sagt, hey, Warning oder so, dass man da halt eine Mitteilung bekommt, aber das ist wohl nicht so gedacht. Für alle, die Punkte, Meilen und Status-Liebhaber sind Meilenkäufe natürlich immer geil. Hilton hat immer noch einen Punktekauf mit 100% Bonus bis zum 24. Heißt also 100% Bonus beim Punktekauf bis zum 24. Juli, das ist übermorgen. Und die Kaufgrenze ist ja anstatt 80.000 auf 240.000 temporär erhöht worden. Würde also heißen, dass ihr nach Bonus sogar 480.000 Punkte bekommt mit 0,5 Cent pro Punkt, was bei $2.400 Kaufpreis liegt. Und man kann halt wirklich die Award-Kalender-Funktion nutzen, um günstige Termine zu finden. Und natürlich dann auch Mindestkauf sind 5.000. Punkte sind aber nicht statusrelevant. Kauf ist nicht rückerstattbar und ja, ganz wichtig, denkt dran, sendet die Punkte nur zur Nutzung an teure Hotels, Waldorf Astoria oder sowas, wo ihr halt wirklich Konrad, Hilton, Bora Bora, wo ihr da die besten Preise bekommt. Dann macht das Sinn. Ansonsten, wenn ihr keinen Use Case habt, ja, dann ist das eher schwierig. Ich an dieser Stelle danke wie immer, dass ihr bei Frequent Traveler TV dabei wart. Danke euch, dass ihr heute hier bei der Sendung mitgeschaut habt, gemacht und getan habt. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Sendung und ich verabschiede mich wieder und wir sehen uns. Also bis dann, danke, ciao. Und School und so, ne? Ihr wisst das. Aber jetzt der Abspann.